Okay. Wir machen trotzdem mal weiter. Wir müssen können wir liegen, wo wir noch pennen. Aber wir können uns in einer Stunde mit Kitsuragi unterhalten. Vielleicht wachen wir die ganze Nacht. Wir können auf jeden Fall noch mit diversen Leuten hier drauf rumsitzen und reden. Die hier. The worker is in a deep slumber. Perhaps he's on his way to where you just came from. Into the primordial darkness. Vielleicht ist er da unterwegs, wohin du auch unterwegs bist. Okay, wer ist er denn hier? Nichts geht über Geld. Nur wer Geld ausgibt, kann auch Geld verdienen. Möchte mir vielleicht welches geben? Hier irgendwelche Notizen gemacht? Nö. Nur, dass es eine Frau gibt, die mir einen Revolver hat. Ich kann ja mit niemandem so richtig reden. Mit Guard? Aber da hatten wir ja schon durch. Can I Ne? help you? Nee, ich möchte auf keinen Fall einen Drink haben. Okay, gut. Warte mal, wo pennt eigentlich Kitsuragi? Nichts. Also ich habe jetzt gerade eigentlich aktuell ja keine richtige Spur, wie die mal so richtig weitergeht für die Nacht. Hat sie noch was zu sagen? Hello again, sweetie. Ihre grauen Augen fügen mir Brillenbank hinweg. Ja, ich muss los. So, gut, dann gehen wir nochmal raus. Aber ich weiß nicht, ob sich das nochmal richtig lohnt. Vor allem, ich weiß nicht, wie lange das Rumlaufen dauert. Aber ich glaube, der erste Tag ist jetzt mehr oder weniger rum für mich. Muss halt irgendwie... Warte, ich habe noch ein Tagebuch. Wer hat der Polizei das Verbrechen? So, warte mal. Ja, okay, das finde ich ja... Finden Sie heraus, wer sich in den Gewerkschaftsraum öffnen? Heute sind sie nicht da, aber irgendwann werden sie wieder auftauchen. Halte nach ihnen Ausschau. Ah ja. Hallo, Botting. Ah. Mein Tagesplan war eigentlich, dass ich so eine Stunde Elden Ring spiele, weil ich ja irgendwie recht süchtig bin danach. Und dann hiermit weitermache. Aber naja, Internet. Singe Karaoke. Du musst ein ausreichend tragisches Tomat auftreiben, musst dann auf ein Ghetto-Blaster abzuspielen. Besorge dir ein trauriges Lied. Teile ein Kino mit Kuno. Darauf auf dem Balkon. Mache den Revolver ausfängig. Erkunde die Geheimgänge des würdigen Rex. Gelange den Geheimgang. Die Gärtnerin noch was Neues zu sagen ob der neuen Uhrzeit? I can't believe it's snowing again. Die junge Frau beobachtet die Schneeflocken und seufzt. Was It hat sie denn felt gegen like Schnee? springtime just a few days ago. Okay, ich muss los. Kann ich auf dem Balkon eigentlich noch irgendwas machen? Weil ich komme da oben auch nochmal auf den Balkon, ne? Vielleicht nehmen wir... Ist Kuno immer noch hier? Echt jetzt? Kuno hat den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als da rumzustehen? Das ist ja auch ein Typ, ne? Herumlaufen kostet keine Zeit, nur mit Objekten und mit Leuten reden. Sorgt dafür, dass Zeit verstreicht. Gar keine. Ich hätte gedacht, ein bisschen Zeit vergeht trotzdem. Aber ich könnte mit einer Parkbank reden. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. Wie, das sieht nicht einladend aus. We can sit on benches after we've solved the murder. Der meint, wir können uns später You can setzen. revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Aha. Achso, ich habe Kitsuragi nicht immer dabei. Oh. Und was war das noch? Was könnte ich noch machen mit... Also aktuell ist ja das Gegenteil von Zeit totschlagen eigentlich mein Plan, ne? Er ist nicht immer da, aber sich jetzt nach dem Zähne verabschiedet? Den Gabel von Einfluss zieht sich über die Mauer. Ich möchte daran erinnern, dass wir eigentlich immer noch Flaschen sammeln wollen. Ich weiß übrigens nicht, ob das so gesund ist, hier draußen in der Kälte zu schlafen. Hä? Achso, das ist ein anderer... Oder gibt's noch Dosenpfand? Das ist ein bisschen doof gelöst, dass die einzelnen Dingens hier... Das ist ja This Geld, oder? coin-operated viewer is facing southwest. Its coin slot is full of fossilized bubblegum, rendering the machine permanently inaccessible. Fossilized Coin. Armes kleines Fährer, du tätschest es. The metal feels cold and wet under your palm. It looks unhygienic. Vandalismus. Hallo Elysium Kids. Der Lieutenant untersucht den verschandelten Schlitt. Du siehst A hinein. thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word Onuk written on the other side, with N and C scribbled backwards. Ach, das ist ja schön. That's Kuno on the lens. Du fokussierst das Blickfeld auf den Under Hintergrund. the graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast studded with concrete and reeds. On it, a church on stilts, lanky weather-worn wooden planks, an X-shaped cross topping its tower. Oder die Kirche, ich glaube, das ist mein Thumbnail-Bild. You know this to be the star of Pericarnassus, or the Cairo, the central symbol of the Pericarnassian church, a star, a great moral height to be strived towards. Interessant, dass dieses Shiro Kairo ausgesprochen wird. Also wie Kairo halt quasi.
Aha. The church looks old and weather-worn. There are no lights in the windows. Around the large wooden building, you see chunks of sea ice gathered on the beach, and a small tent set up on the ice. Ah ja, es gibt irgendwo da draußen gibt's ein Zelt. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 25 centimes and pull the handle while looking inside. Then use the focus knob to zoom in if necessary. Interessant, dass das Ding hier jetzt einfach so funktioniert, dass das andere Ding funktioniert hat und bei dem hier müssen wir das Geld Why einfach Schluss place a machen. tourist attraction in the middle of such poverty? Tja, du hast eine Münze? Nein, wir müssen Geld zusammenhalten. Wie hat das? There was a revitalization project in 49. A design studio tried restoring Martinez to its pre-war glory. It didn't stick. Der Lieutenant sieht sich um und kommt zu dem Schluss, dass kaum noch etwas davon übrig ist. They Was got as passiert? far as the street lamps and the statue on that intersection. Then something went sour. I suspect that something was Everard Clare, the union leader. He muscled them out. It's how it usually goes around here. Aber der Gewerkschaftsvater, müsste er nicht ein bisschen klug genug sein zu raffen, dass es ja nicht auch in seinem Interesse ist, dass es hier so unterstützt wird? Warte mal, fällt gerade so ein, ich habe noch das falsche Spiel, es tut mir furchtbar leid. Hier steht ja noch Elden Ring, das stimmt gar nicht. Mit, jetzt. So, jetzt. Falsches Spiel eingestellt. Das andere Ding war auch noch falsch, ne? So, jetzt ist richtig eingestellt. Naja, gut. Judy. So, cool, ich stehe auf organisiertes Verbrechen. Gibt nichts Besseres. Können wir nichts dagegen unternehmen? Ich frage mich, was denn? We should have done something about the union 10 years ago. That ship has sailed, officer. Na toll. So, Judy, benutzen wir das Ding wahrscheinlich. Das ist 20:21 Uhr. Das ist die Frage, will ich jetzt noch mit diesem Captain reden? Wenn das Captain noch da ist. Das ist die Frau am Boot. Oh, das Haus da hat aber ein paar größere Löcher. Ist das, wo der Buchplan drin ist? Oha. Ah, die Charaktere sind anscheinend bis um 10 alle da, ne? Also, sie gehen halt wirklich erst dann pennen. Der Rumpf des Boots strahlt, dass er ja vor kurzem gestrichen worden. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat. Joyce Messier? Warum lächelt sie, als wir näher kommen? Good evening, officers. I'm Joyce. Ach ja, sie weiß schon Bescheid, okay. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. Die nimmt aber gerade viel an, ne? Was genau ist die BMA? Das weiß ich schon. Was hat uns verraten? Joyce L., wofür steht das L? Dayton, my maiden name. Ihre knochige Hand baumelt aus dem Ärmel ihres übergroßen Regenmantels. Das ist aber... Macht man das so, dass man diesen Mädchennamen... Ist es in irgendwelchen Regionen der Welt üblich? Ich muss übrigens dazu sagen, es gibt ja immer so Sachen, die man irgendwie nie gerafft hat. Und für mich war dieses Wort Mädchenname, hat für mich nie irgendeinen Sinn ergeben. Das lag daran, dass ich in einer Umgebung aufgewachsen bin, wo so gut wie niemand geheiratet hat. Das heißt, dieses Mädchenname-Ding hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Weil natürlich hat Mutti einen anderen Namen als der Vater. Ist ja ganz klar. Und, ja, okay, gut. Und deswegen hat das irgendwie... Es hat lange gedauert, bis es mal Klick gemacht hat. Naja, was hat uns verraten? Nothing, honestly. I've said it to every drunk in town, and you're the first one who's responded. Really? Relax. She meant it in jest. Du schüttelst ihre Hand. Tut mal ein Händeschüttel dieser Welt. I'm glad to see you here. Ihr Händedruck ist fest und kalt. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will. Gladly. Wie sie ist mit dem Schiff hergekommen, mit ihrer kleinen Privatjacht, um sich um den Streik zu kümmern? That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. Ultimate Competency. Och, das ist ja großartig. There's a trace of irony in his voice. Mischief even. The lieutenant is hatching some scheme. Aha. Also er hat einen Plan. Seit wann das denn? Ich dachte, er ist fantasielos. Ultimative Kompetenz. Aber danke, liebe Empathie. How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines group.
Sie sind an Bord eines Boots. Oh ja, erzählen wir von White Pines. Womit wissen Sie geht? Der Streik, Münster, wissen Sie was über diese Tätowierung? Das sexy Foto. Sie sehen reich aus. Kommen Sie mir was Geld geben? Das hebe ich mir aufs Ende auf. Sie sind an Bord eines Bootes. Oh ja, das stelle ich gerne fest. Why, yes I am. Sie blickt auf das Deck unter ihren Füßen. Über ihren Kopf flattern grün-weiße Segel. Die sehen auch nicht mehr so top aus. Man sieht nicht viele Leute auf dem Boot, oder? Of course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? Oh, kann es sein, dass ich Ihre Hilfe nochmal öfter brauche, um von A nach B zu kommen, weil wir in einem Archipel sind? Gut, das wusste ich aber nicht, dass wir in einem Archipel sind. Also doch. Moment! Wir befinden uns auf einem Archipel? Yes, we are. We are on Le Caillou. Sie hebt eine Augenbraue. Technically, the neighboring Ozone and Fas Alamer island groups are archipelagos, while La Caillou, by contrast, is a single fertile landmass, the fourth largest island in the world. It is not an archipelago. Ha, danke, liebe Enzyklopädie. Kann ich richtig geil klugscheißen. Wie immer sei, ich habe ja sonst niemand mit einem Boot rumsegeln sehen. Ich verstehe. Kommen Sie mal mit dem Boot zurück. Ich dachte, Le Caillou sei eine große Insel. Okay, if you want to get technical, the point is we're all on islands here, and sail is still the most expedient way to get from one island to another, especially when you're in a hurry to resolve a strike. Sie bedenkt dich mit einem schiefen Lächeln. Ja, ich habe ja sonst niemanden rumsegeln sehen. I haven't seen anyone else drive a souped-up Capri Kinema motor carriage either. Oh, der Kupris Kinema ist frisiert? Aha. Actually, that motor carriage has been specially issued to serve as a patrol and pursuit vehicle. Aha, Verfolgungsjagden, so. It's for crossing long distances in the greater Ravachol industrial harbor. It's not a toy. Ja, sicherlich. Neither is this. A toy, I mean. It's a machine for crossing long distances in the Bay of Revachol, between the city and the islands. Ha. Ja gut, also das Boot ist sehr zweckmäßig und You schweres. need to make this lady admit she's only riding around on this boat because she's rich. Du musst sie sagen, was zu bringen, umzugehen, dass sie nur in diesem Boot herumfährt, weil sie reich ist. Warum? Why what? Stop thinking. Take her down. Die Rhetorik. Das wird aussehen, als ob ich neidisch wäre. Und das bin ich nicht. Warum denke ich überhaupt daran nach? Ich habe die Polizei. In der Tat, ich muss sie daran rankriegen. Viel Spaß beim Essen, Ding. Das wird so aussehen, als ob ich neidisch wäre. You're not? Okay then. Just keep on admiring the boat then. Unburdened by envy. Hat es einen Namen? The boat? No. It is called Cordelati 19, because that's the type of sloop it is. Also es ist toll. Aber immerhin Versionsnummer 15. Gerade bei Booten ist das ja nicht so üblich. Naja gut, schön. Was für ein Bootstyp? It's a pleasure craft. A 19 pacer. It also happens to be rated for Category 1 racing. Though these days I mainly use it for business. Okay, es ist ihr Boot. Das Ding ist 15 Meter lang? Na gut, vielleicht, weiß ich nicht. Du gefällst dir, du schließt es My mal ab. sloop? I like it a lot. It's the eel's hips, baby. Sie ist ein schnittiger Aal. Ihre Lippen verziehen sich für einen schiefen Lächeln. I'm enjoying this part of the interview. It has so little to do with the murder we're investigating. Es gefällt ihm, weil es so wenig mit dem Mordfall zu tun hat. Haben Sie einen Führerschein? Officer, I assure you I'm a highly qualified pleasure craft operator. Selbst wenn, würde das nicht unter meine Aufgabe fallen, weil für so Boote gibt es eine eigene, gibt es ja die Wasserpolizei. Da hat die normale gar nichts mit zu schaffen. The crowns of her teeth are porcelain, white as the boat's hull as she smiles. Porzellan-Zahnkronen, die sind teuer bestimmt, Her oder? nonchalance might be related to something called the Wayfarer Act, a law that says she doesn't need a license. Sly fox, you're not aggressive enough to harass her further on this. Ah, danke, liebe Enzyklopädie. Okay, also man braucht sowieso keinen. Na gut, schön. Ich glaube, jetzt weiß ich Bescheid. Good. Sie nimmt einen kleinen Schluck aus ihrem Thermobecher. Sie scheint klug zu sein. Ich brauche jemanden, der mir die ungeschminkte Wahrheit über die Realität sagt, in der wir uns befinden. Oh ja, das stimmt. Wir sollten ja auch jemanden Reiches finden, oder? Ob wir das noch alles schaffen danach? White Pines. What we do. I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. There was a touch of discomfort there. She wants to merely represent. Sie werden nur vertreten? Wie muss ich das jetzt interpretieren? Okay, warum verdient das Unternehmen Geld? Ja, doch. The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things. Ihre Hauptkompetenz ist Shipping. Was machen sie denn noch so? And that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms.
Es sollte nicht wesentlich mehr Geld in das Öl- und Gaszeug liegen als an Shipping? The Wild Pines Group is one of the original Revacholian Indo-tribes. Companies awarded royal monopolies by the king, the suzerain himself, centuries ago. The king is long gone, but several of the Indo-tribes remain. Ah ja, schön. Welche anderen Indo-Stämme gibt es noch? Son-Baptiste, Elysium, an unknown entity known as Brightest Star. Brightest Star. Das ist ominös, dass das nur so nebenbei erwähnt wird. Das ist eine gute Why, Gesellschaft. thank you. Die wahre Bedeutung der Bemerkung entgeht hier. Ach so. Von LOM habe ich, glaube ich, schon gehört. Wie viel Geld hat White Pines? I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year, the company booked more than 20 billion real in revenue. Umsatz, ne? Also das ist nicht Gewinn. Umsatz. Wichtiger Unterschied. Mehr nicht, dachte White Pines sei ein Schwergewicht. Das kann ich nicht sagen. Meine Schulden belaufen sich so viel weniger. Wow. 20 billion is a large number, but the conglomerate employs 72,000 people. They all need to be paid. Then there are capital improvements, interest payments. Eine Welle trifft die Schaluppe und sie hält sich am Hauptstag fest, um das Gleichgewicht nicht zu A verlieren. conglomerate the size of the Wild Pines is like a shark. If it stops moving, it will die. Then what becomes of those 72,000 families? It's a tremendous responsibility. Das ist, glaube ich, die Standardaussage, die man so von Firmen hört. Aber ganz ehrlich, keiner Firma, die eine gewisse Größe hat, interessiert sich einen Scheiß für die Leute. Nicht mal so ein bisschen. Das wird immer gesagt, ja, was ist denn mit all diesen Arbeitsplätzen? Diese Arbeitsplätze sind in dem Moment, in dem sie mehr Profit machen können, sind diese Arbeitsplätze richtig doll egal. Nur wenn es irgendwie um Bailouts geht, dann sind die Arbeitsplätze immer unfassbar wichtig. Ja, wo kommt das ganze Geld her? They started as an exploration and cargo fleet conducting trade between the Samoan and Insulindian Isolas 250 years ago, when pine ships explored the South Seminese and charted Lomantang on behalf of the suzerain. Centuries of care, deliberation, and madness have gone into this endeavor. Vessels pass through the great unrest to re-emerge with apricots in tow. The logic of the system is totalizing. It's taken everything from its employees to build it. Sein Aufbau der Beschäftigten alles abverlangt. Ja. Klingt mysteriös. Schön. Ein künstliches Monopol ist vermutlich eine gute Starthilfe. You know more than you let on. Certainly it helped, but most of the original Indo tribes have failed or been absorbed. To survive, Wild Pines had to grow and adapt. No suzerain did that. Das Suzerain ist einfach nur ein anders geschriebenes Souverän, oder? Was hat ein großes System mit diesem Ort voll wie diesen vor? Du siehst dich um. You mean aside from being the terminal's legal owners? Who are responsible for moving 8% of the world's cargo? 8% der gesamten Weltfracht? Das ist in der Tat ziemlich beinahe. Sie bewegen gar nichts. Sie arbeitet für das. Ohne sie ist das Unternehmen nichts. Oh, das ist bestimmt wieder die kommunistische Agenda. Das hebe ich mir für ein andermal auf. Ja, 8%. There are no minor cogs in the system. Each terminal must be accounted for, lest the entire system break. Every hiccup in such a system means thousands lose their jobs, the world over. I'm here to assure that doesn't happen. Aha. Von 78.000 Gesamtbeschäftigten verlieren 1.000 ihren Job, wenn das Ding hier fällt. Wahrscheinlich. Ja, der Streik? Everything. Right up to, but not including, trade secrets. Sie lächelt. Ja, und was, wenn ich das so Geschäftsgeheimnis was möchte? First, you'd have to repeal the Emergencies Act of Trade in Elements. That gives me the right to silence. It's quite the octopus. Das ist ein ziemlich krakenhaftes Ungetüm. Aha. The octopus that straddles Revachol, the Emergencies Act, is the cornerstone of post-war Revachol, inseparable from the world it created. Die Notfallverordnung ist der Grundfall des Nachkriegsrecherchen. Ein krankenhaftes Ungetüm, das töte ich! Oder mit einem krankenhaften Ungetüm sollte man sich besser nicht anlegen. I am glad you see it that way. To repeal the act would mean repealing the coalition government, the one that leases you the right to police West Revachol. Ah ja, ich glaube, sie ist schlau. You'd be shooting yourself in the foot, in other Was? words. Ich würde mir den Fuß schießen, das ist ein Ding. Du lässt es But gut I sein. am derailing us. You wanted to know about the strike. Ja, was machst du hier? I believe the official title is Senior Labour Negotiator. In practice,
I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. Ja, aber wurden ja schon alternative Methoden anscheinend angestrebt, habe ich gesehen. And how are the talks going? Oh ja, wie läuft's eigentlich? They're not. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago, after that awful lynching took place. Ach so, sie reden gar nicht mehr. Das ist natürlich auch ärgerlich. Now they won't even let me into the harbor. There's a 2-meter-20 racist behemoth blocking the gates. Ja, warte mal, hä? Wie jetzt? Wer ist er denn? Ein 2,20 Meter Riese lässt ihn nicht rein. Das ist aber nicht unser Streikbrecher, mit dem wir geredet haben, oder? Weil das wäre ja unlogisch. Ich meine, wer hat den dann angeheuert? Die Konkurrenz? Das Ungetüm? What can I say? The union employs a giant covered in tattoos. A racist giant. I guess that's part of their big tent organization now. Ach so, nee, das ist der andere Typ, der oben bei dem anderen Eingang ist, wo ich gar nicht erst versucht habe, lang zu laufen. Aber den gibt's ja auch noch. Na gut, und wie liefen die Gespräche so? Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. Also nicht so gut. And when did you first arrive? I Yeah. arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I prefer to do these things on site, like the RCM. Oh, da war ein leichter Burn, dass sie gesagt hat, hier, ich mache die Sachen gerne vor Ort. Ja, aber das Ding ist schon seit 3 Wochen hier und das lief nicht so gut. But the strike began in December. Er wirft einen Blick über seine Notizen. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss. Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. Aha. Obwohl er ihn schon Zugeständnisse gemacht hat, wollte er diesmal nicht mit ihm reden? Das ist ja seltsam. This isn't the first time the union has gone on strike. Natürlich ist nicht das erste Mal, dass die streiken, das war so klar. Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you could say, aggressive. Oh, letztes Mal wollten sie eine Vergütung von Überstunden und Krankenversicherung haben. Das klingt in der Tat noch sehr vernünftig. Was wollen sie denn diesmal haben? Ludicrous even. It's meant. Ganz und gar grotesk, denkt sie. Ah ja.